Hey meine Freunde, willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einem neuen Lost Place Video. Ich bin heute unterwegs wieder in Deutschland und nehme euch als ersten Spot oder in die erste Location zu einer alten Artilleriekaserne mit. Und ja, ich gucke mir das Ganze jetzt mal an. Viel Spaß bei dem Video, würde ich sagen, und wir sehen uns gleich. Ciao. Hier paar Bilder und die Geschichte zur Artillerieschule. Die Artillerieschule Jüterbock war eine wichtige militärische Ausbildungsstätte, die ihren Ursprung in Berlin hatte und 1890 nach Jüterbock verlegt wurde, um den wachsenden militärischen Anforderungen gerecht zu werden und den Schießplatz zu nutzen. Nach ihrer Verlegung wurde eine Kasernenstadt namens Jüterbock II erbaut, die bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs von der Wehrmacht und anschließend bis 1994 von der sowjetischen Armee genutzt wurde. Heute sind die Gebäude der ehemaligen Artillerieschule restauriert und umgebaut worden und das Gelände dient teilweise als Wohnraum und wird als Wanderziel genutzt. Jetzt viel Spaß weiterhin beim Video. Hier ist tatsächlich das erste Haus mit einem ehemaligen Brunnen, der auch schon voll über Moos verwachsen ist. Und ja, da gibt es tatsächlich viele Häuser. So, wir werden jetzt mal das erste Haus hier durchcampen. Ich bin gespannt, wie das drin aussieht. Genau, dann schauen wir uns das mal jetzt an. Hier führt schon eine kleine Treppe hoch. Ja, wir sind jetzt hier im ersten Stockwerk des Gebäudes. Ich werde sich noch weiter rumlaufen. Und ja, wie ihr seht, ist hier schon einiges eingeschlagen an dem Gebäude. Ja, glaube ich, werden wir jetzt nicht weiterlaufen. Ja, wir sind jetzt ein Stockwerk höher. Ja, aber überall geht's hier weit ab und ja, man muss nichts riskieren, sage ich mal. Es ist leider schon vieles zerstört. Oben auch der Dachstuhl, fehlt der ganze Boden. Auch hier nochmal auf der anderen Seite sehr apokalyptisch auch anzusehen. Das hat nochmal definitiv einen coolen Aspekt, auch jetzt gerade in den Sommermonaten sieht das alles sehr cool aus, aber weiterlaufen ist hier gerade nicht drin. Genau, so viel erstmal dazu. Ja, jetzt stehen wir hier auch wieder an einer Stelle,
wo komplett der Dachstuhl schon runtergekommen ist. Und hier überall auch, sage ich mal, alles runtergekommen ist, so wie im Nebenraum hier. Also ja, ihr seht, hier ist auch gar kein Weiterkommen. So wie auf der anderen Seite auch. Ebenfalls nicht. Hier sind noch vereinzelte Räume zu sehen, wo man oben auch noch die Lampen erahnen kann. Gerade wie hier. Hier ist auch nochmal eine kaputte Lampe, aber das war's dann auch. Schade, schade. Wir haben uns gerade hier auch mit dem ersten Objekt mehr erhofft, aber da würden wir uns keinen Gefallen mit tun. Ja, wir gucken mal weiter definitiv. Was hier noch ist, welche Gebäude hier vielleicht noch ein bisschen ja, im besseren Zustand sich befinden. So, hier habe ich jetzt nochmal ein Nebengebäude gefunden. Das gucke ich mir jetzt auch nochmal an, was wir hier Schönes finden. Also ihr seht schon, es ist alles verwachsen hier. Es ist alles in die Jahre gekommen. Wow. Also das sah mir früher aus, glaube ich, wie eine ist es eine Kantine oder Essensbereich eventuell oder Durchgangsraum halt. Es könnte natürlich auch ein Durchgangsraum gewesen sein. Ich schwenke jetzt gerade erstmal so die Kamera hier hin und her, weil ich letztendlich gar nicht weiß, wo ich lang soll. Also hier ist auch nochmal ein kleiner Garten vom Haus. Und ja, es geht dann demnach einmal so U-förmig hier rum das Ganze. Genau, wir gucken mal weiter. Das sieht mir hier halt wieder wie eine Essensausgabe aus. Das sieht mir auch hier nach Öfen aus. Wir gehen da jetzt mal rum, schauen uns das mal an. Ja, hier habe ich auch einen alten Pinsel oder irgendwas gefunden. Was ist das denn? Gute Frage. Genau, hier habt ihr nochmal sozusagen alten Öfen von früher. Und hier sind auch nochmal Beschriftung von 1975. So, wir gehen jetzt mal in den Keller.
Ja, hier sieht man auch noch die Rohre, die auch schon sehr, sehr alt sind. Die hier auch in allen Richtungen sozusagen langragen. Ja, auch nochmal sehr, sehr gruselig hier auch das Ganze, muss ich sagen. Hier sind nochmal verschiedene Räume. Halt typische Kellerräume der Artilleriekaserne. Hier auch nochmal zum Anhängen. Ja, für Sachen zum Anhängen. Und mal schauen, was wir hier noch finden. Nur letztendlich den Kellereingang. Und sehr, sehr viel Müll dazu. So. Hier sind wir jetzt auch noch mal in einem Raum. Hier liegt noch eine alte Jacke. Stiefel sind hier gegengelehnt. Ja, aber ansonsten viel schon, ja, oder viel kaputtgeschlagen schon oder alles mittlerweile in seine Jahre gekommen. Hier hinten geht es noch weiter. Mal gucken, wo das hier noch hinführt. Ja, verschiedene Räume. Aber ansonsten ist hier auch in dem Gebäude alles leer. So, wir sind jetzt hier nochmal an so einem, ja, es sieht mir aus, schon wie so ein Neubaukomplex. Mal gucken, ob der betretbar ist. Der ist betretbar, aber ja, sieht auch aus wie eine große Lagerhalle oder Einkaufsladen und was in der Richtung. Ja, man sieht schon alles mittlerweile leider zerstört. Schade, schade. Und hier sieht man noch die ganzen Platten von der Decke. Jetzt zieh dir mal rein, was da alles dran war, Dicker.
Das siehst du anhand der Löcher, weißt du? Ja. Ja, hier auch leider schon alles zerstört. In dieser Artilleriekaserne hier auf der Seite auch alles hinüber. Sehen wir noch einen alten Fernseher. Sind auch wieder die ganzen Kellerräume hier, die es hier in der Artilleriekaserne gab. Ja, aber viel, seht ihr, ist hier nicht mehr zu finden. Das war hier nochmal ein alter Notarztschrank. Und genau. Ja, gehen wir mal weiter zum nächsten Objekt. Ja, hier sind auch nochmal vereinzelte Räume, die nicht ganz so kaputt aussehen in der ersten Etage. Ich bin jetzt noch mal hochgegangen. Einen Eimer noch zu finden und ja, aber wie ihr seht, ist hier alles auch kaputt, meine Freunde. Ja, hier seht ihr auf jeden Fall nochmal russische Schriftzüge mit dem russischen Stern. Haben wir jetzt gerade nochmal gefunden. Sieht auch sehr, sehr sehenswert aus. Und ja. Sehr, sehr schön nochmal anzusehen. Hier oben seht ihr jetzt nochmal zum Schluss einen Adler, der noch vom Frühjahr dran ist am Gebäude. Auch nochmal sehr, sehr sehenswert. So, das war jetzt die erste Location hier und ja, wir werden uns jetzt noch auf eine zweite Location begeben und ja, dann sehen wir uns wieder. Ich denke mal, ich werde beide Teile zusammen machen. Genau, dann bis gleich, bis später und ja, ciao. So, wir sind am zweiten Spot angekommen. Ihr könnt es schon lesen, wo wir uns gerade befinden. Genau, wir befinden uns gerade in der verbotenen Stadt und wollen uns mal den historischen Rundweg hier anschauen. So, wir sind jetzt in Wünsdorf angekommen. Genau, wie eben schon erwähnt, wollen wir einmal hier die historischen Rundwege
gehen. Wir werden bestimmt heute nicht alles schaffen, aber schon mal einen klitzekleinen Teil. Und ja, mal gucken, was uns hier erwartet. Und dann, ja, seid gespannt auf das Video. Ja, das sind die verschiedenen Gänge hier. Viel rausgerissen. Die Böden sind auch alle leider schon kaputt. Und ja, jetzt gehen wir ganz kurz nochmal auf dem Dachboden. Hier geht's ja noch mal richtig hoch. Cool. Das sieht mir aus wie ein Aussichtsturm hier oben in der verbotenen Stadt. Wow, was für eine herrliche Aussicht. Sehr, sehr cool das Ganze. Haben wir. Also richtig, richtig cool. Richtig cool das Ganze in der verbotenen Stadt hier. Hier sind noch alte russische Schriftzüge und ja, hier sind noch die Nebengebäude, ein alter Tresor und ja, sonst ist leider schon der ganze Dachstuhl leider kaputt, wie ihr seht. Aber der Turm ist wirklich, der ist sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark und ja. So, jetzt geht's wieder ab nach unten. Ansonsten seht ihr, wurde hier schon viel Boden rausgerissen. Auch alles schon, ja, überall sind die Böden schon entfernt worden. Man sieht, auch hier wurde die Wand schon eingeschlagen. Die Natur bahnt sich ihren Weg. Genau. Und hier ist auch nochmal ein Nebengebäude. Vielleicht schaffen wir da nochmal einen Weg, uns durchzubahnen und auf die andere Seite zu kommen. So, wir gehen jetzt mal auf die andere Seite des Flügels und gucken hier ebenfalls, was sich hier noch befindet. Also ihr seht ganz, ganz lange Gänge, die sich hier befinden.
Ja, hier sieht man sogar noch Muster auf dem Boden. Sieht man hier noch mal ganz deutlich. Alter Tresor. Ja, und ein Bad. Ja, klitzekleinigkeiten sind noch zu erkennen. So. Aber ansonsten, ja, wie man auch sieht, leider schon sehr, sehr viel Graffiti. Hier ist nochmal ein Aufgangsgebäude. Ja, aber ich glaube, das war's auch. Hier nochmal reinschauen. Ja, aber leider alles leer, wie ihr seht, und kaum noch was vorhanden. Ja, meinst du, hier lohnt sich's nochmal nach oben? Nein. Nein? Auch nochmal cool hier mit den verglasten Türen. Hier in Eingangstüren. Ist auch nochmal sehr spektakulär. Aber scheint auch die Arbeiten hier schon drin, wa? Hier, kann sein. Also man sieht noch die alte Wand von früher. Sehr gut hier nochmal zu erkennen. Aber auch schon neu, finde ich. Ja. Sieht auch schon neu aus alles. Die haben es irgendwie versucht oder haben Ansätze gehabt, aber haben es dann abgebrochen. Aber schön hier mit der Tür. Ja, gehen wir vorne wieder raus, wa? Ja. Und wo hattest du das Theater gesehen? Ja. Wo war das? Ich glaube, es war doch Erdgeschoss da, ja. Ach, war hier? Hier ist der Haupteingang gewesen. Genau. Mit den beiden Treppen. Ja, man sieht aber noch die alte Struktur hier von hinten. Das finde ich ganz cool. So, wir müssen jetzt hier wieder rüber. Okay, ne, müssen wir eins wieder höher. Eins höher. So, hier seht ihr nochmal auf jeden Fall. Ich glaube, das war früher mal ein Tanzsaal oder so gewesen. Mit viel Beleuchtung, gelben Fenstern und ja, wurde bestimmt zu Feierlichkeiten oft benutzt. Hier in den Häusern. So, wir sind jetzt hier noch an irgendeinem Haus angekommen und auch noch hier in der verbotenen Stadt. Wir müssen mal gucken, ob das so früher von den ganzen Familien ein Haus war, wo die gewohnt haben.
Hier sieht man noch Stacheldraht. Viele leere, entkernte Gebäude schon. Fenster, viele Bierflaschen. Ja, viele Zäune, die früher gebaut worden sind. Genau. Mal schauen, was wir hier noch so finden. So. Ja, ansonsten ganz viele entkernte Räume. Nichts mehr zu sehen, leider. Schade, schade. Dachboden, ist da vielleicht noch was? Ich gehe noch mal kurz hoch mit euch. Nee, auch gar nichts mehr hier zu sehen. Schade, schade. Wir haben auch eine Moschee geredet. Eine Moschee. Ja, irgendwie sollte das ja hier ein Gefangenenlager sein. Auch. Ja. Deswegen bin ich jetzt auch gerade mal gespannt, ob wir hier noch was finden. Ah, das war ja jetzt nur dieses eine Haus. Hier hinten ist noch das andere Haus. Und da ist auch noch eins. Da ist nochmal ein großes Areal. Ich würde das nochmal nehmen. Ja, dann nehmen wir Weil das. das könnte eine Kopie sein, so sage ich mal, weißt du? Ja, also ich glaube, das wird da sogar nur ein Haus für Mitarbeiter gewesen sein und ihren Familien. Ach so. Ja. So, ja, wir gucken mal, was wir hier noch alles so finden auf dem Gelände.
Tannenbäume. Auch krass. Zumacht er. Auch zugemacht. Also hier ging es eigentlich immer mal weiter. Hier wurde schon alles zugemacht. Ja. Wir sind hier gleich ganz oben und gucken mal. Auch wieder ein Theater. Wow. Auch wieder ein Theater oder so. So, hier geht's nämlich runter. Und ja, ihr seht schon, das ist ein riesengroßer Komplex hier. Mit einem schönen Sonnenuntergang. Wow. Das ist ja auch nochmal richtig, richtig cool. Richtig groß und ja, richtig schön anzusehen. Eine richtig, richtig schöne Halle, die es hier noch zu sehen gibt. Ist nichts mehr, wa? Ja, dann gehen wir die Tür, die da war, nochmal nach unten. Ich glaube, vielleicht finden wir da nochmal was. So, jetzt haben wir den Übergang hier gefunden. Hier sieht man das auch vom Dach her. Hier geht's runter und schauen, was das hier noch ist. Das sieht mir auch wieder aus wie eine Turnhalle, ja. Eine Turnhalle. Auch sehr, sehr cool nochmal, die Turnhalle zu sehen. Ja, cool. Sehr, sehr cool. So, das muss ich euch jetzt noch mal kurz hier zeigen. Ich habe hier so eine Zwischenterrasse gefunden von der Kaserne und ja, das ist auf jeden Fall noch mal sehr, sehr sehenswert, das Ganze. Und ja, jetzt
gehe ich definitiv hier hinten runter und ja, dann werden wir uns bald hier auf den Nachhauseweg machen. Wir haben leider nur 2 Spots, sage ich mal, geschafft. Aber Wünsdorf ist auch sehr, sehr riesig, sehr, sehr viele Kasernen und ja. Oh, wie geil. Ja, hier sieht man auch nochmal ein altes Gemälde. Ich hoffe, ihr könnt es noch in der Dunkelheit so gut erkennen. Ich versuche das gerade mal jetzt nochmal hier so hinzubekommen. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo, ein Like oder kommentiert das Ganze. Ich muss schauen, ob ich beide Videos zusammen in einen mache. Ich denke aber schon. Es war heute eine sehr, sehr interessante Tour mal wieder. Und ja, dann würde ich sagen, bis zu den nächsten Videos. Macht's gut. Ciao.